Im letzten Part haben wir am Ende gesehen, dass die Kleine offensichtlich vom Oktopus gefressen wurde oder sowas. Aber ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Hat sie sich vielleicht selber gegessen? Oder so? Kann das vielleicht sein? Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Stammbaum. Offensichtlich. Molly bis 47, Barbara von 44 bis 60, Calvin, Sam und so weiter und so fort. Ich glaube, wir gehen jetzt hier jeden einzelnen durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Mal sehen, was uns hier noch erwartet. Was haben wir hier? Eine Pfeife oder sowas? Warte mal. Können wir hier raus? Nee. Nee. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Noch da wäre. Aber wir können hier auch nicht mehr raus jetzt, ne? Nur durch den Geheimgang zurück. Aber ich würde sagen, ich höre eine Katze. Da draußen. Aha. Können wir hier runterfallen? Nein, können wir nicht. Sehr gut. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ach so. Okay. Die Katze haben sie also Molly getauft. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Oma Eddie. Entschuldigung. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Aha. Okay. Was haben wir hier? Levis. 88 bis 2010. Her room was like a museum. Was ist das denn? Ach, die Dinger kenne ich auch For noch. 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Können wir weitermachen, oder? Ah. Nee. Moment. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Ingeborg, den Namen haben wir auch gelesen auf den Stammbaum, glaube ich, stand ganz rechts. Hey, mach weiter. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Haben die da ein ganzes Haus übergesetzt, oder was? Aha. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Okay. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Aha. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ja, das stimmt. Der Fluch wurde offensichtlich mitgeschleppt, möchte man fast sagen. Na gut. Sehr interessant, dieses Spiel. Sehr interessant. Ich bin gespannt, was wir noch alles entdecken. Beziehungsweise... Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Was wir noch alles für When Edie Geschichten... told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay. Sven. Gebaut 1937.
Sven Finch. Aha. Mal sehen. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Können wir was abspielen? Nee. Unten steht so ein Flachbild und oben steht hier noch so eine alte Röhre, weißt du? Auch nicht schlecht. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Edie. Edie, na klar, das hört sich auch besser an als Eddie. Eddie wird auch mit 2D geschrieben. Oh. Ich sage jetzt mal nichts. Es ist schon spät. So, war jetzt hier sonst noch irgendwas? Edie. Sven Edie. Aha. Können wir hier rein? Nee. Nee, können wir nicht. Okay. Eddie. Wieso lese ich die ganze Zeit Eddie? Egal. Oh. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Okay. It was a pretty big trace. Aha, aha, aha. Interessant. Noch ein Schloss. Ja, ach komm, geht auch auf, ne? Na klar. Was erwartet uns jetzt? There's a secret in this bathroom. Birgt ein It's in the Geheimnis. last place you would look. It isn't in the cupboard. Hey, It's hidden in this book. Gottes Willen. Ein Haufen Geheimgänge hier. Das ist ja ein Wahnsinn. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Er ließ sie nie aus den Augen. Aha. Okay. Hier hat er die Fotos entwickelt. 2 Dias noch hier. Was haben wir hier? Kleinen Gang. Milton. Milton. Fort Carlin. Oha. Der war so ein bisschen inspiriert von der Jagd, wa? So sieht zumindest aus. Also von... Naja, was heißt von der Jagd? Naja. Krieg, Jagd. Geschichte Amerikas, wie auch immer man das sehen will. Okay. Also erstmal umgucken hier. Er hat offensichtlich auch Football gespielt. Was denn nun? Ich will hier nicht raus. Sam Finch. Kleine Roboter. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Ja, und warum? Das werden wir wohl gleich rausfinden. I guess my grandpa didn't like history Was? any more than my mom did. Ja. Was kommt jetzt? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ja, gebrochenes Bein. Okay, erstmal ein bisschen schaukeln hier. Ach, beide Beine benutzen. Alles My klar. brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly.
But that day, he finally made up his mind to do it. Wir wollen doch wohl jetzt I nicht told him abspringen. going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Ich kriege gleich zu viel. Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. Also wenn I ich hier think so he'd already made up his mind. den Bildschirm gucke, wird mir gerade ganz anders. Oh, oh. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Wow. Mir ist gerade ganz komisch. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Krass. Da ist wohl der Ast gerissen, wa? Gebrochen. Edie roped off Calvin's half of the room. Heftig. Ui. Ah. Wie groß er wohl über die Jahre geworden ist, ne? Okay. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ah, na klar, Zwillingsbruder. Logisch, der eine hatte die Seite. Der war eher Weltraum bestrickt. Space Commander und der andere eher für die Jagd etc. Ne? Heftig. Ich bin echt so ein bisschen geflasht von diesem Spiel. Das muss ich zugeben. Okay. Müssen wir denn hier überhaupt jetzt zurück? Ich glaube ja. Okay, ziemlich lange Ladephase. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Hier können wir nicht durch. Hier ist ja schon alles versiegelt. Aber ich glaube, wir hätten noch in den Raum bleiben müssen. Weil wir haben ja gar nicht von dem anderen die Geschichte gesehen. Warte mal, können wir da oben durchgucken? Nee. Nee. Ist, glaube ich, nur um von draußen reinzugucken, ha? Nee, ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, ich bin da jetzt überstürzt gerade raus. Na gut. Also nochmal zurück. Denn wir haben ja eigentlich nur als eine Geschichte gesehen. Von den zwei Brüdern. Und nicht beide. Also sprich, muss hier noch irgendwo sein. Guck mal hier, die haben sogar geraucht, du. Mann, 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 Mann. Irgendwas muss hier ja noch sein. Was? Da ist nichts mehr. Nee. Ich dachte erst. Weil hier gehen wir auch die Treppen nach oben. To Command Center. Ja klar. Was haben wir hier? Oh. Ein Geheimfach. Mal ziehen hier. Ne? Mach da mal. Okay. The passages were a pretty tight fit.
They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Gehen wir jetzt weiter oder gehen wir erstmal hier raus? Ich würde erstmal hier rausgehen, bevor wir weitergehen, oder? Aber hier sind wir doch wieder... Sind wir hier nicht die Treppen nach oben? Ist das hier nicht mit dem Stuhl? Ja. Nee, dann lass uns nochmal runter hier. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Milton. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara Finch. My friend Bigfoot. Okay. Barbara. Bücher I über never thought Bücher. about how hard it must have been for her afterwards. Okay. Sie hat geraucht. Sehr kleines, enges Zimmer, wa? Oh, was haben wir hier? Dreadful Stories. 10 Cent. Oktober Of all the 61. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Okay. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ach, ich muss das jetzt machen. Ach so. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ja, ach komm, hör auf. Die Halloween-Musik. Wie geil ist das denn? Found Rick's crutch and imagined the worst. Wie geil! Okay. Der erste, der hier reinkommt, den hauen wir die Krücke vom Ballon. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ja, jetzt kommen wir auch noch zu. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
krass ist das denn? Wie geil. Da ist die Tischkreissäge. Krass. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Oh. Na, jetzt wird's gruselig. Wie heftig das doch alles aussieht. Nee, ich dachte schon, jetzt können wir hier mal durch die Tür rein. Wir gehen die Treppe nach oben. Mal sehen. Der Rollstuhl kam von hier. Hier muss das Zimmer sein. Ach, auf das Ding. Walter, are you there? Nein. Oh. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ja, wenn ich mal ein bisschen mehr sehen will. Geh weg hier. Da. That night, she played her part beautifully. Wie heftig. Okay. Die Tür ist zu. Hier können wir auch nicht raus. Vielleicht durchs Fenster. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Sie konnte es einfach nicht. Ja, dann müssen wir wieder raus hier. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Wo geht's denn hier nach unten? Ach da. Ach komm, das ist ihr Freund, passt mal auf. Der wollte ihr nur noch mal einen Schrecken einjagen oder so. Oder hat sie jetzt ihren Großvater erschlagen? Oder ihren Vater, besser gesagt. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Na klar, es klingelt an der Tür. Kein Scheiß, ey. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Alter, was? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She
her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Wie heftig ist das denn? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Heftig. Boah, nee. Krass. Dieses Spiel ist einfach mega, ey. Vor allem, wie geil das auch erzählt ist, ne? Das ist ein Wahnsinn, wir. Okay, ich würde aber dann erstmal sagen, hier machen wir erstmal an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich wieder fürs Ansehen. Bleibt dran, es bleibt weiterhin spannend. Schaltet doch im nächsten Part auch wieder ein. Bis dann, haut rein.